Alle willkommen zu Ahmed Küche. Heute machen wir Pfannkuchen mit Füllung. Wir fangen an jetzt mit Zutaten. Ich habe 500 ml Milch, 1,5 Mehl, 405er Typ, 250 Gramm, Pfeffer von der Mühle, 3 Eier von Klasse M, 5 Gramm Salz. Fang gleich an. Also nichts weggeben. So. 1,5%. Ja, Fett, ja, 1,5. Von ja, Milch. Manche wissen es nicht. Okay, alles klar. Ich sag's nicht für dich. Also gut. Nicht für dich. Okay. Ich mache jetzt Eier rein, 3 Eier. Man sieht, die sind frisch. Sonst werden sie auseinandergehen. Was? Ja, ja. Wenn nichts frisch ist, fliegt die Eier auseinander. Also nicht so, ne? Milch rein noch. Gut. Hatten wir ja Glück, ey. Schön, guck mal. Ja. Salz. Mehl. So. Pfeffer mache ich später rein, jetzt nicht. Sonst ist die Farbe so viel braun. Okay. Erstmal bitte einschlafen lassen. Nicht so hoch. So, jetzt schalte ich sie hoch. 3 Minuten bitte laufen lassen. Höchste Stufe. Bis gleich. Die 3 Minuten ist jetzt rum. Jetzt tut dann Pfeffer, frischer Pfeffer rein. Von der Mühle. Hast du da gesagt? er wollte unbedingt nicht frisch sagen. So. Ja, ja, das ist. Und ich hatte gesagt frisch gemahlen und er hat gemeint, nee, aus der Mühle. Ja, ich habe gelesen, wo es steht. So muss ich sagen. Aber bis du das wieder verlernt hast, ja, frisch zu sagen? Ja, das stimmt, ja. Ich muss wieder alles umgekehrt machen. Okay, gut. Lass ich ihn kurz laufen. Nicht so viel. Bisschen umrühren. So. Fertig. So. Ich tue das ja auf jetzt Seite 20 Minuten ruhen lassen. In die Zeit räume ich auf. Fangen wir mit Salat an. Bis gleich. Fangen dann jetzt mit Füllung. Ich habe Herzsalat 200 Gramm, 2 Frühlingszwiebeln, 2 Spitzenpaprika, die sind türkisch, nicht scharf. Einmal scharfe Chili, 3 kleine Paprika gemischt, 200 Gramm Cocktailtomaten, halbe Zitrone und 200 Gramm Truthahn Salami. Fangen wir gleich an. Das tue ich mal weg. Das muss ich hier nah bei mir Salat. So. Einmal von der Mitte durchschneiden und jetzt kleine schneiden, bitte Salat. Ich heb Messer so ab, guck mal, so schräg, nicht so, ja, sondern so. Das ist mehr ungefährlicher, als wenn man so hebt. Und so kannst du Finger schneiden, aber so kann ich nicht. Die sollen ein bisschen versuchen, Messer schräg zu heben, dann ist nichts passiert. Okay, gut. Weil das klappt auch so. Jetzt gibt es Sicherheitstipps. Ja, genau. Nach 7 Jahren. Ne, ich habe auch echt rausgekriegt. Nicht lang. Hast du jetzt das gelernt? Ja, ja, vor ein paar, ja, vielleicht 2, 3 Wochen. Seit ich meine Finger geschnitten habe. Oh je. Dachte, ich muss jetzt ein bisschen was ändern. Okay. Die Zwiebel schneiden wir auch ganz dünn, wenn es geht. Auch rein. Okay, dann nehmen wir den Paprika. Oben weg. So, wieder durchschneiden. Habe ich alle durch. Die sehen ja gut aus. Ich meine, innen ist ja keine Kerne. Mache ich so einfach. So, jetzt nehmen wir den grünen. So, jetzt den roten. Das ist der scharf. Da hole ich die Kerne raus, weil die sind so scharf, möchte man nicht so arg viel. Guck mal, boah, das ist so viel da. Lauf immer raus. So. Nachher brennt mein Finger vielleicht. Hoffentlich nicht. So. Hast du wasserabweisende Pflaster? Das ist neu, weiß ich gar nicht. Aber ich habe jetzt neu gemacht. Ja, hoffentlich. So. Jetzt die Tomaten, den tun wir nur noch von der Mitte durchschneiden, weil sowieso kleine sind. Nur einmal.
Okay, halbieren. Halbieren einfach. Genau. Halt aber schräg, gell, nicht so. Nach Länge halt. Hast du gesehen? Ist gut. Ja, du musst auch lernen. Wie ich Tomaten halbiere. Ja, genau. Ja, das ist wichtig. Ja, das ist unglaublich schwer. Das Ja, ich kann nicht so halbieren. Guck mal, wie das aussieht. ja, ist gut. Sonst liegt das nicht in dem Pfannkuchen. Ach, Tomaten halbieren Oh je, die jungen Leute heute. Die haben kein Geduld. Was soll ich da lernen? Was für Geduld? Du halbierst eine Tomate. Jetzt macht doch kein Ding draus, ey. Das muss man doch nicht studieren gehen, oder? Ich sag dir dann, wie man Zitrone drückt. Oh mein Gott, ja. Unbedingt, bitte. Das ist wichtig auch. Aber die Runde, gell? Guck mal, die Runde. Die mache ich viel. Also, ist auch gut. Egal. Bin ja nicht so sicher. So. Oh, ist aber viel Tomate geworden, gell? Ich glaube, heute essen wir nur noch Tomaten. Dann hör doch auf zu schneiden. Ja, ja. Fertig auf. Fertig. So. Okay, jetzt dann Putensalami. Guck, die lasse ich los, wie sie ist, Murat. Pass auf. Schneide ich dünne Scheiben. Also so ganze. Guck, siehst du? Ist ein bisschen viel gemacht. Ja, ja, das ist 200 Gramm. Mehr ist es nicht. Das ist für 3 Personen 200 Gramm ist ja nicht. Ich meine, kann man ja nicht alles essen vielleicht. Morgen kann man auch noch essen. Okay. So, ich habe sie jetzt fertig geschnitten. Ich räume jetzt auf. Wir warten dann, bis der Teig fertig ist. Bis gleich. Wir fangen an jetzt Pfannkuchen vorzubereiten. Pfanne ist schon warm. Ich habe 28er Pfanne genommen. Tue ich dann Rapsöl da rein etwas. Rapsöl. Okay. Den muss ich bis da einpinseln, dass überall Öl ist. Wunderbar. Gut. Ihr müsst die Geräusche nicht mitmachen. Ja. Pfannkuchen bitte immer umrühren, bevor ihr rein tut. Das ist wichtig. So, tun wir jetzt 2 Stücke rein. 1, 2. So, jetzt hin und her bewegen. Guck mal. Muss so machen. Mir leid. Das ist überall hinkommt. Ist fertig. Okay. Das war's. Gut. Jetzt warten wir noch. Dauert nicht lang. Ich habe die Herd 5 bis 7 geschaltet. Meine Herd geht von 1 bis 9. Also mittlere Mitte einschalten halt. Bis sie schöne Farbe hat, dann drehe ich sie um. Aber muss ich andere Seite auch Öl machen, nicht vergessen. Ich drehe jetzt um, der hat schöne Farbe jetzt. Man kann ja gleich sehen, Moment. Ich mache ein bisschen Öl noch. So. Schön, dass du genau in die Kamera hältst. Pass auf. So, jetzt ist gut. Okay. Wie ihr seht, schöne Farbe, braune muss es sein überall. Ich mache jetzt so weiter, bis alle fertig sind. Bis gleich. Die Pfannkuchen sind alle fertig. Jetzt hole ich die letzte raus, dann fangen wir an gleich mit Füllung. Okay. So, da drüber. So, gut. Das mache ich jetzt mal weg. Gut, jetzt kommt Salat nochmal. Also, Murat, ich mache noch frische Zitrone. Frische Zitronensaft. Siehst du, wie ich mache? Hast du gesehen? Ja, das habe ich nicht drauf gekocht. Du drückst eine Zitrone. Ist die Zitrone frisch aus dem Garten? Ja, genau, ist frisch. Ja. So, Olivenöl 2 Esslöffel. Also Pfeffer mache ich später, Moment. Weil ich will nicht unbedingt ein Fleisch drauf machen. Du hast Pfeffer schon im Ding? Teig? Ja. Ja, gut. Soll ich lassen? Ja, schau. Dein Rezept? Ja, ich lasse. Schau, schreck. Okay. Das ist so ein bisschen klein. Ist so viel geworden irgendwie. Ich wollte ja nicht so viel. Hast du es geschnitten, das habe ich dir gesagt. Jetzt ist es wieder. Aber ist gut. So, jetzt pass auf. Wie viel gibt es denn jetzt? Weiß ich gar nicht. Man muss ich sehen. Ich glaube. 2, 3, 4, 5. Ich glaube,
6 Stück gibt's dann. 6 Stück. Okay, jetzt fangen wir gleich füllen. So, jetzt ich habe jetzt Füllung auch rein, jetzt drückst du dann auch reinholen. Gut. So, jetzt haben wir das so viel. So, hol ich sie hier, pass auf, kommt hier. So mal schräg schneiden. So, okay. Gut. Ich mache noch eine. Für eine Portion ist das okay, da, klar. 3 Stück. So, jetzt tun wir noch ein bisschen Salat. Ich muss das kurz wegmachen. So kann man sie servieren. Ich wünsche einen guten Appetit mit Pfannkuchen. Bis nächstes Mal, Ahmed. Tschüss. Bitte nicht vergessen, Facebook und Instagram zu gucken.